So, ja, wir machen jetzt ein Unboxing, ja. Da freue ich mich jetzt schon drauf. American Charlene, ja. Den habe ich früher mal auf VHS-Kassette gehabt, den haben wir mal auf Pro7 aufgenommen. Und den haben wir jetzt als Mediabook gekauft. Und den möchte ich mal auspacken. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ja. Ja, gespannt, was drin ist. Alles. Ja. Also das wäre geil, wenn da so ein riesen Poster von American Charlene drin wäre. Ich hoffe, dass der 16K Flatscher, dass der nur auf der Folie ist, aber so wie es aussieht schon. Wäre ja zu ärgerlich, wenn es das nur auf dem Titelbild wäre. Aber ich denke, der ist nur auf. Ja, Gott sei Dank so. Oh, ist das herrlich, hey. Ja. Weil ich liebe den Film, also in den 90er, ich habe den nur vernascht, quasi den Film immer angeguckt, immer angeguckt. Also, das ist super, der Film. Ja. Das seht ihr mal. Und war für helle, schöne, bunte Farbe, war für helle Farbe. Wie prachtvoll. Das ist eigentlich quasi echt ein sehr guter Film. Ja. Da haben wir dann auch die Blu-ray und hinter wahrscheinlich die DVD. Oder 4K, aber ich glaube eher mal DVD. DVD, ja. Wir kämpfen nicht, um herauszufinden, wer von uns der Bessere ist. Wir kämpfen nur, um die Möglichkeit zu haben, das Unrecht zu besiegen. Ja. Die Stern von American Charlene. Ja. Gut, wenn es um Kampfkunst geht und eine Farbe, dann ist das eine oder andere Geschichte dabei, dass er ja den Kampf an sich auch trainieren. Aber selbst einer, der so Wettkampf ambitioniert ist, der will ja Wettkämpfe machen, um erstmal herauszufinden, wo er selber steht. Ne? Das ist ja immer ein bisschen fragwürdig, wer eh besser ist, weil jeder Tag sieht anders aus. Also, ne? Kann sein, da hat jemand Leistungstief am nächsten Tag kann ihn besiegen. Aber gut, das ist schon mal so Philosophie, die viele Leute haben, die muss ja vom Grundkern nicht falsch sein, ja, unbedingt. Ja. Aber ist doch auch wichtig, den sportlichen Wettbewerb herauszufinden, wo man steht. Ja. Also, die 80er und 90er Jahre waren eine glorreiche Zeit für Martial Arts Streifen. Ja. Wo ich vorhin noch sage, da in den 90er ist auch wieder so Charlene-Welle auftaucht in der Martial Arts Filmszene. Ja. Es war Hochphase des Turnierkampfs, Actionfilm und zahllose Werke beschäftigen sich mit jungen, aufstrebenden Kämpfern. Menschen, also heute hätte man es, eigentlich hätte man auch schreiben können, Kämpfer und Kämpferinnen, aber passt schon alles. Menschen, die bessere Fähigkeiten erlangen wollten, nur um am Ende nicht nur körperlich gestellt, sondern auch geistig weiser aus ihrem Training hervorzukommen. Einer der besten Arbeiten dieser Art ist American Charlene 1991 vom Regisseur Lucas Lowe und Drehbuchautor Kate W. Strandberg. Denn Strandberg, der sich seit den jüngeren Jahren der Kampfkunstphilosophie beschäftigt hat, ganz viel von sich selbst in die Geschichte eingearbeitet. Die Story beginnt, als der Junge. Ja, ich habe mir den Film so oft angeguckt, die Geschichte von dem Film kenne ich ja schon auswendig. Die hat man in den 90er verschlungen, muss man sagen. Ja. Also sehr viel Text halt. Ja. Kurz.
Ja, also da kommt die Geschichte bei jetzt nicht vorlesen, das habe ich hin und wieder nicht im Kopf. Aber da steht zum Beispiel ein Kurzblick auf die große Geschichte der Charlins. Heutzutage sind die Charlin-Tempel ein Teil der weltweiten kulturellen Repräsentation Chinas und sie werden teilweise stolz zu Propagandazwecken sowie die Touristenattraktion präsentiert. Denn welches andere Land kann schon von sich behaupten, maßgeblich die Welt der Kampfkunst begründet zu haben? Schließlich gäbe es ohne die Shaolin kein modernen Kung Fu. Das ist alles schön und gut, doch die bescheidenen Mönche hatten in der Folge Dekadenten einen ziemlich schweren Stand in ihrer Heimatland. Seit etwa 1500 Jahren entwickelt sich ihr verschiedene Kampfstile in Verbindung mit buddhistischen Philosophie. Diese wurde aber Mitte des 20. Jahrhunderts immer mehr zu einem ja, jetzt wird es mal ein bisschen zu politisch. So. Also ganz schön Sachen, wo drin sind auch immer ja, auch interessante Faktor. So Politik ist halt so, das sieht halt nicht Augenwinkel anders aus. So Politik gehört eigentlich zum Heftle im Mediabook finde ich nicht rein. Ja. Weil jeder hat ja empfindet das, die Wahrheit auch anders. Ja. Wie entstand Karate Tiger und wozu wollen der Ning Sung Wen Strandberg einsetzen? Nachdem John G. Adolescence Karate Kid 1984 mit Ralph Macchio und Pat Morita ein mega Erfolg geworden war, wollte Ning Sung Wen einen ähnlichen Film produzieren. Er dachte, eine grobe Handlung aus dem Strandberg anschließend zu einem Drehbuch weiterentwickeln sollte. Karate Tiger vereinte typische Hongkong-Elemente wie einen falschen Bruce Lee und einen rasanten, ja, gut, der hat einen Bruce Lee einen Geist nachgespielt, da müssen sie halt haben sie halt jemand genommen, der, ja, so ähnlich hat er dann jetzt auch nicht ausgesehen, aber der hat die Rolle verkörpert. Von, ja, und da kommen halt Faktoren drin, wie sich das da so sich Movie-mäßig sich so entwickelt hat. Meister und Schüler dabei, das gab es ja schon lang vor Karate Tiger und Karate Kid gab es ja schon in den 70ern in Hongkong Filme mit Meister und Lehrer. Ja, das hat vielleicht noch mal einen Schwung in Gang gebracht. Karate Tiger, Karate Kid, so die Meister-Schüler-Movie-Entwicklung, aber ja, dass es noch mehr ein Trend gekommen ist. Ja. Aber es sind sehr interessante Fakten da drin. So, ja, zum Beispiel zu Bilder. Ne? Mal ein bisschen näher bringen. Ne? Sehr schön, ich liebe Mediabooks, ich liebe auch Skibooks, ich liebe auch Emirates, also umso bunter die Mischung, umso besser ist das. Ja. Ja, da ist sehr viel Text drin, was in Ordnung ist, aber hätte man ein bisschen mehr Bilder rein können. Aber es war erschwinglich, das Mediabook. Ja. Ich feiere sowas. Da. Ja. Mit Versand und Verpackungskosten hat sogar so irgendwie 18,50 kostet. Ja. Ja. Ich möge ja gern. Ja. American Charlene, ja. King of the Kickboxers 2. Ja.
Ich finde den Film richtig mega, weil der hat auch quasi die ganze buddhistische also die buddhistische Shaolin-Philosophie, jetzt die wichtigsten Punkte und so weiter, wird ja in dem Film total zusammengefasst und so weiter, wie der auch, wie gesagt, ja, du musst die Rolle auf die Berge bringen und ein weißer, also ein weißer Mann, der tut den Empfang nehmen, aber die Rolle ist wichtiger wie ihr Leben und dann ist unterwegs doch ein Leben, wird riskiert und dann rettet er das Leben und die Rolle gang geflötet. Ne? Und da zieht den Mann von der Brücke hoch und die Rolle die fliegt ins Wasser und schwimmt weg. Und dann hat er Angst, dass er Ärger kriegt und sich dann hat er die Prüfung bestanden, weil die sagen dann, nichts ist wichtiger wie ein Menschenleben. So. Und, die buddhistische Philosophie die ist noch größer, also mit noch mehr Punkte, aber die buddhistische Philosophie wurde in dem Film ganz gut verarbeitet. Und aber was der von Spoiler, was der vom Kampf hat, dass der überhaupt vom Tempel aufgenommen wird. Und da tut er sich echt schwer, mit den Shaolin-Regeln zurechtzukommen und dort auch rebellieren, bis ein Teil davon wird. Also ich liebe den Film American Shaolin, ja, und der beim Anfang schon jemand, der den mobbt und durch das wurde er eine Shaolin-Kloster Treiber, weil sein Lehrer, der immer behauptet, er war Shaolin-Schüler gewesen, sich ja gut, muss zugeben, war es halt auch nicht. Und dann hat er echt Ambitionen, selber Shaolin-Mönch zu werden und reist von Amerika nach China und will da ein Teil von dem Kloster werden. Und ja, beim Schluss gibt es halt einen Finalfight, wo er dann gesagt hat, er müsste nicht kämpfen, er müsste sich ja nicht beweisen. Und dann stellt er sich doch der Person, von dem er beim Anfang gemobbt worden ist. Und ist ja auf jeden Fall ein sehr anberaumter Film, ein Meisterwerk, der ich so sage, weil die chinesische Kultur kommt sehr gut rüber, die buddhistische Shaolin-Kultur kommt sehr schön rüber. So Kampfkunst, Martial Arts mäßig sehr viel zu bieten und es hat auch sehr viel, der Film besteht aus Atmosphäre, ja, von Kulturen, von Naturlandschaften, von auch, ja, der verliebt sich ja in einer Frau in China und so weiter. Also der hat richtig Atmosphäre, der geht richtig unter die Haut. Also es ist nicht einfach ein Film, das ist ein Meisterwerk, der quasi an die Tiefe geht, der menschliche Psyche und der menschliche Seele, in der menschlichen Seele, menschliche Psyche und da was und der Film, der betrifft einen richtig ins Herz, weil der hat auch, das ist so was Meditatives, was Schönes, wie da einfach märchenhaft was erzählt wird. Gell? Also ich feiere den Film, ich liebe den Film und in den 90er Jahren halt auf Pro7 aufgenommen, natürlich mit Werbeunterbrechung und haben immer wieder angeschaut, auch mit Kumpels damals und ja, wenn du so einen Film anschaust, hast du eigentlich nur Lust auf Training, ja. Und American Shaolin, also der ist bombenmäßig, ja. Das hat auch so die Philosophie wie bei den Rocky-Filmen, egal wie die das Leben zu Boden prügelt, immer wieder aufstehen und weiterkämpfen. Ja. Aber auf jeden Fall ist ein genialer Film, also du leidest auch mit dem mit der Hauptfilmfigur leidest du eigentlich auch einfach mit und so. Und ja, wie die halt auch in dem Schalenkloster alle zusammenhalten, da hat auch jemand, der den triggert und so. Und selbst mit dem entwickelt er dann noch eine große Freundschaft. Ne? Also ich finde den Film einfach gigantisch. Ja? Also das ist schon, der gehört in jede Filmsammlung dazu. Ich bin glücklich, dass ich den jetzt als Mediabook habe. Ja, das sind eigentlich so die Hauptgenre, was ich in meiner Filmsammlung will. Martial Arts Film, weil das bewegt was in meinem Leben und ich liebe sowas. Ja. Vor allem die andere Genre, viele, du guckst das halt auch an und gut ist.
So jetzt Martial Arts Filme, die den ja oft die Zuschauer motivieren und inspirieren, doch selber mal Sport zu machen. Ja, sei es im Fitnessstudio oder ein bisschen joggen wenigstens. Oder auch sich selber mal irgendwie zu überlegen, ja, wäre das nicht selber für mich, und melde mir halt auch immer Dojo an und lerne den oder den Kampfstil. Ja. Könnte daraus mein Leben dann facettenreicher machen und wirklich eine Balance zu entwickeln zwischen Geist und Körper. Ja, ich wünsche euch was, liebe Freunde, lieb vom Ende im Gelände. Ja. Cobra Kai never dies.